Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier für meinen Kanal. Wir sind natürlich immer noch in Taiwan und besuchen heute eine neue Fischfarm. Oh, die Sonne blendet voll. Und zwar werden hier Heros Severus und Scalare gezüchtet. Und ja, wie ihr es schon kennt aus den anderen Videos, der Andreas bekommt gerade sein Briefing. Der Joshua, der filmt jetzt gerade die B-Rolls gleich. Da ist Jimmy, da ist die Family. Ich sag schon mal Hallo. Hello. Hello. Nice to meet you. Hello, nice to meet you. Wir müssen Schuhe desinfizieren. So. Hello, nice to meet you. So, dann würde ich sagen, du trinkst erstmal deinen Tee. Du hast ein Leben, ne? Ja. Ich sage schon mal, was hier so rumschwimmt. So. Dann haben wir hier schon, das sind diese Heros Severus in super krassen, knalligen Rot. Also das Ding ist nicht beleuchtet, außer von der einen Röhre da oben. Und schaut euch mal die krassen Farben an, also das ist schon echt der Wahnsinn. Hammer hat. Und wie viele, und also ich bin echt begeistert von den Fischen. Richtig, richtig schöne Tiere. Hier haben wir die Jungfische davon, die sind noch ein bisschen blasser, die kriegen erst ihre Farbe. Wobei ein bisschen blasser, das ist geringfügig eigentlich, wenn man mal so schaut. Aber hier sehen wir zum Beispiel ganz kleine. Die sind noch, nee, das sind die Naturformen, das sind die Naturfarben von den Heros. Das sind die Red Spotted als Jungtiere. Die sind nämlich am Anfang gelb. So, hier sind echt einige Becken. Das sind bestimmt 50 bis 70 Aquarien, schätze ich mal. Ist wieder mal ziemlich laut hier drin. Ich hoffe, man versteht mich auch richtig. Mich hat gerade schon wieder so ein blöder Moskito geschossen. Ich bin komplett zerstochen, Leute. Komplett. Also schlimm. Schlimm hier. Aber egal. Darum geht es ja heute nicht. Ja, hier haben wir kleine Scalare. Das dürften Platinum White sein vielleicht. Bin mir nicht sicher. Ich finde kleine Scalare immer richtig cool. Die sehen voll süß aus irgendwie. Was findet ihr? Hier nochmal dasselbe Spiel. Richtig nice. Hier haben wir dann nochmal große von den Heros. Ich finde diese Tiere echt faszinierend. Richtig, richtig schön. So, gehen wir mal weiter. Hier haben wir nochmal eine komplette Reihe. Alle Größen. Ich bin mal gespannt, ob hier auch noch Naturformen sind in größer, dass ich euch die mal zeigen kann, wie die eigentlich aussehen. Ich mache das Video heute mal so, dass ich euch mal so zeige, was so hinter den Kulissen auch so ein bisschen passiert. Joshua ist da nämlich schon gerade am Filmen. Der filmt die B-Rolls, also die Schnittbilder. Hast jetzt gerade einen Gelbfilter mit drauf, dass man die Farben ein bisschen besser auf der Kamera sieht, weil die Kamera die Farben so ein bisschen nicht richtig wiedergibt. Also ihr seht sie auf der Kamera, also sind schon krass. Der Vergleich mal direkt. Ja. Das Rot kommt nicht mehr raus. Ja, durch das, dass die Becken halt ziemlich dreckig sind, haben wir halt uns dazu entschieden, ein bisschen gelbes Licht zu nehmen. Aber es verfälscht nur minimal die Werte, ne? Ja. So, gehen wir mal weiter. Hier hinten haben wir riesengroße Scalare. Das sind Albino. Albino mit einem roten Kopf. Habe ich auch noch nicht gesehen so. Ja, aber die Größe richtig, richtig schön. Richtig nice. Ich werde hier so zerstochen gerade schon wieder. So, hier nochmal. Dieselben. Passen halt optisch richtig geil zu den Heros, weil ja die Farbe eigentlich so fast dieselbe ist. Wenn ihr mal schaut, hier oben. Die sehen von der Farbe aus wie die Severus. Gut, gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch mehr Scalare. Scalare über Scalare. Hier nochmal kleine. Das sind auch Albinos. Das werden wahrscheinlich die mit dem roten Kopf sein, wenn die mal groß werden, schätze ich mal. Hier haben wir, das dürften, glaube ich, Marmor-Scalare sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und Platinum. Au! Sorry, wenn es manchmal wackelt, ich werde hier gestochen. Ich werde richtig attackiert hier von. Hier sind überall Stechmücken. So, hier nochmal. Das sind nochmal Albino. Hier unten ein ganzes Becken mit kleinen Skalaren. Wie eben schon gesagt, ich finde die richtig süß. Wie viele das sind. Also in dem Becken sind bestimmt mal so
500 Stück oder noch mehr drin. So. Hier haben wir auch noch mal welche. Sogar mit Fotorückwand. Perfekt. So, laufen wir mal weiter. Also dafür, dass ich hier so zerstochen werde, müsst ihr unbedingt mal ein Like da lassen und ja, den Kanal abonnieren, würde ich sagen, oder? Das ist doch nur fair. Ich begebe mich hier echt in Lebensgefahr für euch. So, hier haben wir wieder Heros. Weiß nicht, was das für Becken sind. Werden wir bestimmt gleich von Andreas noch gesagt bekommen. Und jetzt schaut euch mal die Farben an, jetzt ohne Spaß. Ich habe hier kein Licht drüber. Das einzigste Licht ist hier von der einen Neonröhre. Und die Farben sind so knallig. Das ist nicht nachgearbeitet, gar nichts. Echt krass. So, hier haben wir auch nochmal ein Becken voll mit den Skalaren. Ah, und hier sind die Zuchtpaare. Boah, schaut euch mal die Flossen an. Also echt, das sind Skalare wie aus dem Bilderbuch, oder? Richtig, richtig schöne Tiere. Und die haben hier wahrscheinlich so Keramikplatten oder Fliesen dran als Ableichplatz für die Skalare. Neugierig sind sie auch. Wunderschön, echt wunderschön. Hier unten haben wir dann noch Jungfische, die werden wahrscheinlich gerade aufgezogen. So, dann gehen wir noch ein Stück weiter. Hier haben wir auch noch mal kleine Skalare. Richtig schön. Hier sind wieder ein paar Becken leer. Kennt ihr ja schon aus den vergangenen Videos. Aktuell ist keine Saison, deswegen ja, ist der Betrieb ein bisschen runtergefahren. Aber wenn ich das nächste Mal hier bin, werde ich auf jeden Fall in der Hochsaison kommen, um euch mal zu zeigen, was für Massen hier gezüchtet werden. So, hier haben wir sie nochmal. Jetzt merkt euch mal das Muster von dem Skalar hier auf seinem Kopf, das rote. Ja, prägt euch das mal ganz genau ein. Im Moment, ich nehme euch jetzt mal kurz mit rüber zu den Heros. Sieht fast identisch aus, oder? Krass. So schöne Zuchtform von den Skalaren auf jeden Fall. Was? Ah, das sind noch diese Green Map, oder? Wie die heißen? Oder? Die sehen auch echt geil aus, ja. Man hört dich leider nicht. Richtig schön. Mit dem Grün. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Cream Map und Marmor. Weil Cream Map haben, wenn ich mich jetzt seit ihr, Marmor, die Cream Map, die sind nicht marmoriert, weißt du? Ah, stimmt, ja. Die sind nur so, die haben nur dieses Grüne und so ein, so wie der da so ein bisschen, weißt du, so vom Kopf. Ja, stimmt, Kopf, ja. Also, aber halt ohne das Marmor. Ja. Ja, coole Sache. Laufen wir weiter. Hier sind die ganzen Zuchtboxen. Die Skalare sitzen halt hier nur während der Zuchtphase drin, also nicht dauerhaft, das ist klar. Was haben wir denn hier unten? Ach, hier sind Wälse drin. Das dürften Albino-Ancestors sein, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Wenn die Kamera scharf sieht, seht ihr es auch. Nice. Mit einem kleinen Häuschen, wie süß. So, hier haben wir noch mehr kleine Skalare. Ich hoffe, die Kamera kriegt die richtig drauf und ihr seht es auch. Ist auf jeden Fall unfassbar warm. Sorry, unfassbar warm drin. Also ich schätze mal so um die 32, 33 Grad bestimmt. Ah, hier haben wir nochmal die Heros in der Wildform. Die was ich mich eben gefragt habe, ob die auch hier rumschwimmen. Das ist wie gesagt die Wildform von den rot-weißen, was ihr eben gesehen habt. Sehen sogar in der Naturform richtig schön aus. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt kein Mist erzählt und das sind wirklich die, also ich schätze mal. Oder? Ich frage mal gerade den Joshua. Joshua? Die, was hier sitzen, das sind die Naturfarben von, also die hier, das sind die Naturfarben von den Heros da drüben, oder? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich, ich glaube, die sind nicht gestreift. Okay. Moment, ich frage mal ganz kurz den Andreas. Also, Ding, 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 ding. Hallo? Ich hätte gern McChicken. Nein,
kurze Frage, die was da schwimmen, die Fische, die Naturformen, sind das die Naturformen von den Heros Severus? Müssten sein, oder? Ja, entweder von Sekli oder von den Heros. Davon nicht gesehen, was es ist. Okay. Gut, falls ich irgendwas falsch gesagt habe, kriegt ihr das gleich nochmal berichtigt. Was? Nix, ich rede mit der Kamera, nicht mit dir. Der Andreas kriegt gerade das Briefing da drin. Die diskutieren gerade, was hier von dem Betrieb erzählt wird. Und ja, der Besitzer erzählt dem Andreas, was die Firmenphilosophie sozusagen und was hier alles gezüchtet wird und so weiter und so fort. Und wir geben es euch auf Deutsch natürlich dann wieder. Wisst ihr schon aus den anderen Videos. Aber die sehen fast genauso aus. Sind nicht, ne? Doch? Wer weiß es nicht. Guck mal jetzt hier die. Oh, die sind auch. Ne, die sind halt bepunktet, ne? Ja. Aber da sind auch so Streifen drin. Ich bin da halt ganz sicher. Egal, das wird euch der Andreas dann sagen. So, wir warten jetzt, bis der Andreas fertig ist mit seinem Briefing. Und in der Zeit stelle ich euch mal den Sponsor des heutigen Videos vor. NordVPN. Hey Freunde, gerade jetzt, wo ich in Taiwan unterwegs war, habe ich wieder gemerkt, ich bin sehr, sehr viel in öffentlichen WLAN-Netzwerken unterwegs. Sei es im Hotel oder am Flughafen oder einfach so, wenn ich unterwegs bin, mit dem Handy oder mit dem MacBook. Ja, und ihr kennt es auch, bei öffentlichen WLAN-Netzwerken ist die Gefahr sehr groß, dass deine Daten geklaut werden. Durch NordVPN bist du dadurch geschützt, weil NordVPN das verhindert, indem es deine Daten verschlüsselt und durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Das heißt, Dritte haben keinen Zugriff auf deine Daten. Finde ich eine sehr geile Sache, macht weniger Kopfschmerzen, gerade wenn man unterwegs ist, braucht man am wenigsten, dass einem irgendwelche Daten geklaut werden, wenn man nicht zu Hause ist. Ja, deswegen benutze ich in fremden WLANs jetzt nur noch NordVPN, um einfach sicher zu sein und um entspannter arbeiten zu können und weil mir meine Daten wichtig sind. Mit meinem Link nordvpn/Sascha Heuer erhältst du nicht nur das beste Angebot, sondern auch eine 30-tage Zurückgarantie. Deswegen check unbedingt mal den ersten Link in der Beschreibung oder merkt ihr einfach den Link hier. Außerdem hat NordVPN noch eine neue Funktion, und zwar den Bedrohungsschutz. Wenn du dir zum Beispiel jetzt irgendwas runterlädst, kannst du bei NordVPN den Bedrohungsschutz aktivieren und der checkt dann für dich, ob da irgendwie Malware oder sonst irgendwas Schädliches am Start ist und warnt dich davor. Ist für mich auch eine super Sache, weil gerade wenn ich im Ausland unterwegs bin und jetzt zum Beispiel irgendein Plugin für Final Cut brauche zum Videoschneiden oder sowas, mir irgendwas runterladen will, lass ich das davor prüfen und ja, bin auf der sicheren Seite. Hab auch wieder weniger Kopfschmerzen. NordVPN hat noch viel mehr Vorteile, die kann ich jetzt hier nicht alle aufzählen, das wird den Rahmen sprengen, aber schau doch mal unten in die Videobeschreibung, beziehungsweise check mal meinen Link, da erfährst du alles, was NordVPN noch so kann und was du für Vorteile davon hast. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, Andreas ist jetzt fertig mit seinem Briefing. Genau. Und ja, dass ihr wisst, wo wir sind. Wir sind in der Firma Sun Chin und wir möchten euch den Herrn Chen Senior und Junior vorstellen und die Frau Hallo. Tsai. Hi, nice to meet you. Hallo. Nice to meet you. Nice to meet you. Das ist die Inhaberfamilie, ist auch ein Familienbetrieb mit 3 Angestellten und wir machen es so, wie ihr es schon kennt. Wir sind gebrieft worden und machen jetzt den Durchgang durch die Anlage und schauen uns alles an und erklären euch dabei die Informationen, die wir bekommen haben. Genau. So, los geht's. Genau, gehen wir mal durch die Gänge. Also, wir haben hier einen Betrieb, in dem die Magie, also die Zucht draußen stattfindet, in Gewächshäusern, in so Foliengewächshäuser, Tunneln, in denen dann die Teiche in den Boden eingegraben sind. Das können wir euch nur im Überflug zeigen. Es sind in diesen Folientunneln, wir haben jetzt mittags um 12 circa 60 Grad Lufttemperatur. Es ist nicht zum Aushalten. Zudem sind die Gänge so schmal, dass man praktisch kaum laufen kann. Und mit Kamera und allem Pipapo ist da draußen kaum auszuhalten. Deshalb haben wir uns entschieden, wir filmen nur in die Tunnel rein. Da sind die Zuchtbecken, da werden die Jungen produziert. Denkt euch einfach, große, schöne Tiere. Man sieht eh nichts. Man sieht eh nichts, genau. Das Wasser ist trüb durch die Algen, die jetzt wachsen und so. Es ist wieder immer noch Trockenzeit, also insofern es regnet halt wenig, es gibt nicht so viel Wasser zum Wechseln und daher ist das einfach nicht ganz ideal. Aber hier sehen wir die Aufzucht. Wir haben Unmengen von roten Heros Severus oder Heros Severum in allen Größen. Also das ist eine Verkaufsgröße 8 bis 11. Dann haben wir hier noch Tiere so in der Größe 7 bis 10. Aulonokara haben wir hier. Wir haben die verschiedensten Skalare. Aulonokara? Wo? Ach, da unten? Die habe ich gar nicht gesehen eben. Auch richtig knallig in der Farbe, ja. Aber ist dir mal aufgefallen, was mir aufgefallen ist, weißt du, ob du die schon gesehen hast, die Skalare, die da hinten rumschwimmen, diese Albino mit den roten
mit den roten Köpfen, die haben dasselbe Muster wie die Heros Severus. Ah, okay, müssen wir gleich mal gucken. Ich denke, das sind so Glanzschuppen, mal schauen wir gleich mal. Ja. Ja, was wir hier auch haben, ist ein interessantes Filtersystem. Wir haben hier diese Filterbürsten als Vorfilter. Lass die Moskitos, wo sie sind. Ja, Ich sehe sie schon wieder toll, ja. stechen. Dann haben wir hier im Endeffekt ein Einlaufrohr und wir haben 2 Bohrungen für den Ablauf. Somit kann automatisch das Wasser abgelassen werden, ohne dass die Becken denn komplett ablaufen. Weil sobald dann Luft da dran kommt, kann hier nicht mehr ablaufen wie die Höhe, wo die Bohrung sitzt. Also hier die Bohrungen, hier die Löcher, ja. Ja, dann haben wir, nee, also weiter wie hier geht nicht. Weiter kann es nicht ablaufen, weil wie es da, schafft wie es da, dann nicht drüber ja. zu ziehen. Genau. Ach, gerade hier unten. Ja. Okay, ich war falsch. Und dann sind in jedem Becken 2 Luftheber drin, zumindest in den großen, in den kleinen ist einer drin. Und dann haben wir im Endeffekt, sieht man jetzt hier schlecht, Sascha zeigt euch in einem anderen Becken, wo man es vielleicht besser sieht, dann haben wir oben den mechanischen Filterteil, also sprich Filterwatte. Darunter haben wir dann Korallenbruch als Biofiltermaterial und wahrscheinlich auch als pH-Puffer. Und darunter ist was man noch auch in Deutschland aus der älteren Aquaristik kennt, sind sogenannte Bodenfluter oder Bodenfilter. Das sind im Endeffekt so Plastikplatten, die unter der ganzen Boden oder dem ganzen Bodengrund normalerweise drunter sind. Hier halt nur unten unter dem Filter drunter. In dem stecken dann die Luftheber und dann wird das Wasser immer noch mal durch den Grund durchgezogen. Das vergrößert die Filterfläche noch mal weiter. Ja. Autsch, wird schon wieder gestochen. Hier haben wir die Naturform von den Heros. Also es ist doch, sind es Ja, doch, ja, ist die okay, also, Naturform. also Genau. bin ich doch nicht ganz bescheuert. Alles klar, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier ganz kleine von den roten Heros. Die sind so groß wie ein Daumennagel, also irgendwas so 1,5 Zentimeter, 1 bis 2, sagen wir mal. Hier haben wir schon ein bisschen größere Generationen. Das Die muss man sind, vielleicht dazu sagen, dass die am Anfang erst gelb sind und dann so langsam Farbe bekommen. Ne? genau, die sind so hautfarben, hätte ich jetzt mal gesagt. Und ja, die Tiere sind jetzt schon so zwischen 2 und 4 Zentimeter. Auch da, Tiere sind unsortiert in dieser Größe. Keine Kiemendeckelfehler, keine Flossenverkrümmung, kein gar nichts. Du kannst im Endeffekt, wenn du die jetzt nach Größe sortierst, wahrscheinlich am Ende so gut wie alle Tiere in den Verkauf bringen. Hier haben wir nochmal die Heros, Severus. So, gehen wir weiter. Ja, dann haben wir hier wieder wie in vielen Farmen so eine Art übergroße Ableichkästen. Die sehen halt überall ein bisschen anders aus. Die bauen die Leute sich halt selber, gehe ich mal von aus. Sieht aus wie ein Fahrradkorb. Ja, genau. Könnte man so vorne ans Fahrrad machen, ja. Und da kommen dann meist die Fische rein, die für den Verkauf bestimmt sind oder für die Zucht. Also man sortiert praktisch sich Tiere, angenommen jetzt einer bestellt 10, dann kommen die hier rein, die kriegen kein Futter, die anderen kriegen weiter Futter, sodass man dann entsprechend füttern kann. Oder hier kommen die Tiere rein, die man zum Züchten nehmen möchte und die anderen sind zum Verkauf. Da hat man ein bisschen eine bessere Übersicht, sagen wir es mal so. Jetzt Auch noch hier wieder die ganze Reihe voll mit den Heros, mit den roten. Das sind Verkaufstiere, schätze ich mal, in der Größe 9 bis 12. Das sind auch große Becken, sieht man wahrscheinlich am Video nicht so. Ich schätze mal, so ein Becken hat man mindestens 1000 Liter Wasser, wenn es reicht. wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht mehr, genau. Die sind aber mindestens, warte mal, ja, mindestens 2 Meter fast. 1,5 bis 2 Meter. Und davon stehen allein ja, Dutzend oder sowas in einer Ich Reihe. habe so zwischen 50 bis 75 geschätzt. Krass, ja. Dann hier auf der Seite sind dieses typische System, was man aus vielen Zuchtbetrieben kennt. Oben wird das Wasser zuerst reingepumpt aus dem Brunnen. Dann lässt man das da drin stehen, belüftet das da, filtert das da. Dann wird das je nach Betrieb zwischen einem Tag und einer Woche oben drin stehen gelassen. Und dann kommt es in die Becken rein und wird zum Wasserwechsel verwendet. Haben wir jetzt nicht in allen Betrieben gesehen, aber in vielen Betrieben. In manchen Betrieben waren auch so große 4.000 bis 12.000 Liter Kunststoffbehälter, die zum Aufbewahren des Wassers verwendet wurden. Also das macht auch jeder so ein bisschen anders, aber gut, ist ja auch normal. Jeder hat ja seinen Stil. Ja. So, hier haben wir nur Skalare. Die habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Genau, hier haben wir zum Beispiel, schätze ich mal, Zuchttiere. Guck, das meine ich bei denen jetzt zum Beispiel. Die Ja. ganz, ganz gut. Das ist dasselbe Muster wie die Heros Severus drauf haben, oder? Ja, das ist
wie gesagt, das sind eher so Perlschuppen, würde ich den Effekt mal nennen, oder Glanzschuppen, so in der Richtung. Aber gut, klar, es geht schon ein Nein, bisschen. das sind dieselben. Ich habe das Ja, so gesagt, dass Du hast recht, ich habe meine Ruhe wie zu Genau. Hause. Ja. Das hier sind kleine Skalare. Wenn ihr mich fragt, sind die so circa 7 bis 10 Tage alt. Also wir haben gerade angefangen, die Flossen oben auszuprägen. Ich hoffe, man sieht es am Video. Ja, doch. Vorher sehen die Skalare aus wie normale Zierfische in Anführungsstrichen. Und dann fangen die an, diese Flossen erst später rauszudrücken. Und dann kann man die als Skalare identifizieren. Da unten sind nochmal Tiere, die sind ein bisschen älter. Ich schätze mal, die sind so 15 bis 20 Tage alt. Die haben dann schon eine Körpergröße wie ein kleiner Fingernagel. Und die Spannweite dürfte schon so 2 cm sein. Hier haben wir auch nochmal ein ganzes Becken mit diesen Albinos. Bin jetzt auch kein Albino-Fan, aber echt schöne Tiere mit tiefrotem Käppchen, also rotem Kopf. Ja, weil Albinos Und- sind normalerweise so komplett weiß, oder? Ja, genau, das sind so Zuchtformen halt im Endeffekt, wo man so bestimmte Farbmerkmale halt erhalten hat. Oft sind Albinos ganz weiß oder fleischfarben, aber man kann halt auch relativ gut wieder Farbe reinzüchten und man kann auch viel mit Futter machen, weil sie halt keine Farbe haben, aber die Veranlagung vielleicht noch vorhanden ist und dann kann man gut füttern und dann kann man ein bisschen was rausholen. Naja, dann haben wir hier, bleiben wir mal auf der linken Seite und gehen auf der rechten Seite zurück, hätte ich gesagt, Ja. oder sonst... auch Also noch kleine Skalare. junge Skalare in allen Größen und von allen Tagen, hätte ich jetzt mal gesagt. So 10 bis 15 Tage, das ist schon eine Verkaufsgröße, wenn du mich fragst. Das ist so Large bis XL. Die größten Tiere haben eine Spannweite von bestimmt 12 cm, die kleinsten eine von 7. Hier haben wir junge Heros von der Naturform. Was stimmt denn da noch Schwarzes drin? Ich schätze mal, das sind Tiere mit einer Fehlfärbung. Das sind halt praktisch Tiere, die von der Farbe her mutiert sind. Ah, okay. So möchte ich jetzt mal nennen, ja. Sind 2 Stück oder so auf die Menge. Also Wären aber auch mal cool, so schwarze Fischen, oder? man sieht es jetzt wieder nicht, aber guck mal, mein Arm, 50 Meter, das sind 1,50 Meter Becken, das sind 1000 Junge drin, wenn es reicht. Ja. Also ist pickepacke voll. Und da sind 2 Tiere drin, die, sagen wir mal, nicht der Norm entsprechen. Die ja auch nicht schlecht sind deswegen. Hier haben wir ein bisschen ältere Skalare, die sind vielleicht irgendwas einen Monat alt, plus minus. Hier haben wir die Heros Severus wieder. Ja, Die genau. Heros SP heißen die. Ne? Ja, Die Naturform halt. genau, Naturform, genau. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt hier jede Menge Becken, in denen die Elterntiere normal reinkommen. Ich glaube, wir können da rüber gehen, weil da sind die Elterntiere drin. Das habe ich Okay, mir gerade schon gut. angeschaut. Also, dann guck mal da drüben. Da habe ich auch genau. schon gesagt, wie gesagt, wie eben schon erwähnt, es ist wieder keine Zuchtsaison, deswegen stehen ein paar Becken leer. Ah, hier sieht man jetzt übrigens mal ganz kurz, das sind kleine Babyskalare, ganz frisch geschlüpft, was der Andreas gerade gemeint hat, dass die aussehen wie ganz normale Zierfische. Ich hoffe, die Kamera fängt das einigermaßen scharf ein, aber die haben zum Beispiel noch nicht die Flosse nach oben. So, Ja, jetzt gehen wir rüber. also hier haben wir jetzt im Endeffekt 1,5 Reihen oder ja doch 1,5 Reihen. Nur mit Zuchtbecken, in denen oben die Elternpaare normalerweise sitzen und dann die Jungen pro Generation immer ihr eigenes Becken kriegen. Und dann werden wahrscheinlich mehrere Generationen der gleichen Farbe überführt. Hier haben wir Platinum-weiße Tiere. Hier haben wir Platinum-weiße Tiere, ein Pärchen auch. Das ist das Männchen. Das da hinten ist das Weibchen. Da guckt unten die Legeröhre raus. Ein bisschen sieht man bei denen nicht ganz so gut. Guck gleich mal, ob ich es drauf krieg. Na, wir gucken mal beim anderen Pärchen. Genau. Guck mal hier bei dem Platinum Blue. Das ist das Weibchen hier. Da oben. Das ist das Männchen, auch am Stirnbuckel zu erkennen. Ich guck mal gerade, ob wir noch ein Pärchen sehen, wo... Ah, hier, aber da ist die Scheibe nicht richtig sauber. Guck mal, vielleicht kriegen wir es drauf. Hinten, das ist das Weibchen, da guckt unten schon die Legeröhre raus. Entweder wollen sie gleich Eier machen oder haben gerade Eier gemacht. Und glaub, das ihr ist das seht's. Männchen. Ich denke mal, man sieht es einigermaßen. Ich glaube, hier sieht man es auch nochmal, oder? Das ist die Legeröhre hier unten. Genau, die Männchen haben auch ein bisschen Legeröhre, da wo die Samen halt rauskommen. Aber die ist wesentlich kleiner und dünner. Hier ist Ich zeige euch mal, das ist hier der Bereich.
Schaut mal, hier kann man beides auch noch mal sehen. Das ist das Weibchen hier links. Da sieht man diese... schade, okay. Alles Scheibe wieder dreckig. Ja, wir habt es ja gesehen eben. Ja. Also hier haben wir so Blue Blushing oder Seal Point Skalare. Lauter Pärchen. Unten dann immer die Jungen drunter. Und das Ganze halt hunderte Male. Ja, Aber wenn du ein bisschen langsam bist, Sascha, immer an meinem Punkt, da sieht man sie ableichen. ah ja. Da siehst du, wie erst das Weibchen hergeht und die Eier legt. Und dann geht das Männchen drüber und legt die Samen drüber. Die zittern da manchmal so ein klein bisschen dabei. So ruckartig gehen die da hoch. Und dann besamt das Männchen die. Dann geht das Weibchen wieder her, legt wieder Eier. Dann geht das Männchen wieder her, besamt die wieder. Und das Ganze wird so lange wiederholt, bis das Weibchen keine Eier mehr hat. Und dann wird dieser Fliesenabschnitt wird dann genommen und wird in diese Becken überführt, wo ihr gerade eben gesehen habt, wo dann die Aufzucht drin stattfindet. Und dann wird, wie gesagt, dort dieser Wurf erbrütet und wird dann nach einer Zeit umgesetzt in ein größeres Becken und wird dann da bis zur Verkaufsgröße aufgezogen. Ich habe gerade ein Moskito gestorben, wieder. ich darf nicht wackeln. Das ist übrigens so ein Albino-Goldkopf-Pärchen. Den goldenen Kopf sieht man jetzt nicht ganz so schön, aber sind schöne Tiere von der Beflossung und so her. Ah, da. Autsch. Ja, Sascha ist böse gebeutelt. Ja. Ja, hier haben wir dann noch mal das Gleiche. Da haben sie so ein bisschen schon mal Tiere separiert. Schöne Keuskalare. Sieht man da. Die sind schön von der Färbung her. Und auch von der Farbe her. Ja, Richtig schön orange. schöne Farbaufteilung, schöne Färbung. Hier haben wir so ein bisschen einen Mix. Ja, hat der Joshua mir gerade gesagt, die leuchten richtig grün, wenn du die anleuchtest. Ja, das sind so Bulgarien Green, Map Green, Green Marmor. Das sind also wahrscheinlich alles Tiere, die aus derselben Linie rausfallen. Da gibt es ja jede Menge so Fantasiebezeichnungen, sage ich jetzt mal. Da sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich vermute mal, das sind Tiere zum Zuchtvorbereitung. Also, dass praktisch aus den Tieren dann wieder Paare gebildet werden, die dann separiert werden und miteinander harmonieren. Ich vermute, dass die sich auch raussuchen lassen, weil die Paare, die wir so sehen, sind alle harmonisch miteinander. Wenn du Tiere zwangsverpaarst, dann sind die oft bissig miteinander, machen sich die Flossen kaputt und so. Und wenn du Tiere sich im Becken finden lässt und die dann gezielt separierst, das sind meist Paare, die auch miteinander harmonieren. Ah, okay. Ja. Ja, hier sind auch noch mal Skalare drin. Ich würde sagen, die Skalare, der Joshua ist ja hier fleißig am Shots machen. Wo ist er denn? Da ist er. Ich würde sagen, die Bilder kriegt ihr dann ganz am Ende noch mal eingefangen und zusammengeschnitten, dass ihr seht, was hier auch an schönen Fischen rumschwimmt. So ein bisschen schön mit Musik, kennt ihr ja auch von mir. Und ja, hast du noch irgendwelche Hintergrundinformationen hier zu dem Betrieb? Genau. Wir haben hier insgesamt 250 Aquarien in verschiedenen Größen. Habt ihr ja gesehen, ich glaube, es reicht auch nicht 250. Vom Gefühl her würde ich sagen, es sind noch mehr, also gefühlt zumindest, oder was meinst du? Also es wirkt halt viel durch die kleinen 50 Becken. bis 75 geschätzt, das war leicht unterschätzt, Ja, glaube ich. also die ganzen kleinen Becken ist halt schon viel. Dann haben wir 14 von diesen Folienteichen draußen in den Foliengewächshäusern, wo es Lass uns mal rausgehen, lass uns die mal wo es ganz so kurz zeigen, furchtbar uns warm da ist. vorstellen. Genau. Weil der ist nämlich ein bisschen leiser, dann hört man noch ein bisschen besser, wenn Auf du geht's, die ja. Sachen Ja, erzählst. auf geht's. Und da sind nicht so viele Moskitos. Das ist eigentlich der das halte Hauptgrund, ich warum für ich ein hier Gerücht. raus will. Das Ey, halte ich für ein hier drin ist alles voll. Guck, warte, ich zeig, lass mal kurz den Das Zuschauern Ding zeigen. hochheben, ja. Heb nur mal das Ding hier hoch. Okay, hier war es jetzt nicht. Das ist doch, da fliegen sie. Da. Ich weiß nicht, ob man so sieht. Und die stechen echt übel. Der hat mich gerade eben gestochen. Hier. Eben gerade. Zeig mal den Stich am Bauch. Nein, ich bin zu fett. Zeig den Stich am Bauch. Dass ich nicht so bettel. Der ist von heute Morgen oder von heute Nacht. Oder? Ja, von heute Morgen wahrscheinlich. Ja. Also wie gesagt, für die Blessuren müsst ihr unbedingt den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben. Boah, knallt die Sonne jetzt Was hier. hier machen im Schatten? Ja, wir können sie ja vor die Teiche stellen, dann können wir die Okay, gerade mal kurz gut, dann zeigen. an die Teiche. Ja. Also das ist jetzt hier der Außenbereich. Viel wird auch in der Sonne desinfiziert. Also man lässt einfach Netze oder Sachen in der Sonne liegen. Das UV-Licht und die Wärme desinfiziert das dann automatisch.
So, dann gehen wir weiter. Das hier sind die Teiche. Wie gesagt, ich zeige euch mal jetzt ganz kurz, wie schmal es hier ist. Und ganz ehrlich, bei den ganzen Moskitos traue ich mich da nicht rein mit der Kamera, weil ich habe keinen Bock, mit der Kamera da rein zu segeln. Ne? Und wie gesagt, die Hitze. Und die Hitze auch. Wow. Wirklich barbarisch. Digga, ist das warm. Ey. Also ich habe schon gesagt, es sind 60 Grad irgendwie gefühlt. Boah, also hier draußen okay. sind es schon über 30 Ja. drin. Das ist wahnsinnig warm. Ja, also wie gesagt, die Familie haben wir euch ja schon kurz vorgestellt. Zur Beckenanzahl haben wir ja schon ein bisschen was gesagt. Was ich noch sagen kann, den Betrieb gibt es seit 30 Jahren. Auch hier wird wieder dieses Aalmehl oder Aalmehl oder wie auch immer. Oder Aalmehl. Oder Aalmehl. Aalmehl? Aalmehl, genau. Also, Wir wissen immer noch nicht, was es ist. Genau. Das ist echt. ich werde einen Sack bestellen und mir den nach Deutschland schicken lassen. Nein, also Quatsch. Wir vermuten entweder, oder wir haben es schon ein paar Mal ausdiskutiert, entweder ist es ein Mehl, was eigentlich zur Aufzucht von Speiseaalen verwendet wird, oder es ist ein Mehl, was aus Aalen produziert wird, also auf gut Deutsch ein Fischmehl. Und das Fischmehl wird mit Bohnenmehl vermengt und das gibt dann so ein Futterbrei. Das habt ihr schon in einer anderen Farm gesehen oder könnt es euch noch anschauen. Das sind im Endeffekt dann so große Schüsseln, die dann da gemacht werden mit Brei. Und dieser Brei wird dann in die Becken gestreut und die Fische fressen das. Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie wenn ihr Granulatfutter nehmt, weicht das auf und schmeißt es in die Becken rein. Ja. Wollen wir mal da runtergehen? Da ist nicht so ein Wind und Ja, da ist auch nicht so okay. die Sonne, da muss ich die Augen jetzt so zukneifen. Also es ist ein richtig ländlicher taiwanesischer Betrieb hier. Genau. Ich sage, sind eigentlich wie Bauernhöfe, die meisten Betriebe, in denen wir sind. Ja, ich habe nach den täglichen Aufgaben gefragt. Auch die gleichen sich in vielen Firmen ziemlich. Es sind im Endeffekt immer wieder morgens füttern, Wasserwechsel machen, Fische sortieren, dann mittags wieder anfangen mit Wasserwechsel, füttern, sortieren, verpacken, abzählen, abpacken. Und die Tiere werden hier in Taiwan so gut wie immer abgeholt. Also du hast es so, dass der Großhändler hergeht und sich die Tiere an den Farmen abholt. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel. CBA geht her und sagt, Mensch, wir brauchen Fische. Und dann sagen die, ja, kommt am Freitag und holt euch eure Bestellung um 12 Uhr mittags oder morgens oder wann auch immer ab. Und dann transportieren die zu ihrer Firma, stocken die da ein, hält dann die zwischen, so wie wir ja auch als Großhändler, konditionieren die, wenn nötig, und geben die dann ab in den Export. Und ja, das ist so dieser Tagesablauf, der ist halt immer wieder gleich, mehr oder weniger, zumindest in den Betrieben. Es wird noch mit Artemia-Naupliern gefüttert. Dieser ganze große Betrieb wird von 3 Mitarbeitern betrieben, die ihr ja schon kennengelernt habt, also die Eltern und der Sohn. Die arbeiten hier. Und ja, es werden hier ca. 5.000 bis 6.000 Fische im Monat produziert. Finde ich, für das, dass man so große Zichliden macht, die auch lange brauchen, bis sie verkaufsfertig sind, eine ganz anständige Anzahl. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Für die Zukunft ist geplant, dass man noch weitere Arten für die Zucht hinzunimmt und den Betrieb dann gegebenenfalls auch noch weiter ausbaut. Und ja, ich würde sagen, Sascha, Jetzt bist du attackiert. der Sascha macht euch noch mal ein paar Aufnahmen. Es gibt noch mehr als dieses eine Foliengewächshaus. Macht euch noch so ein paar Eindrücke von den Gewächshäusern. Und ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja, und ihr seht jetzt noch ein paar Shots, was der Joshua gefilmt hat und von hier draußen.
Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin komplett zerstochen. Wäre cool, wenn ihr mir vielleicht als Entschädigung mal einen Daumen nach oben und ein Abo da lasst. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, kennt ihr ja das Spiel. Und wir fahren jetzt weiter zur nächsten Farm, glaube ich. Oder wo fahren wir denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ihr seht es im nächsten Video. Also, macht's gut. Ich bin froh, wenn ich noch weiß, welcher Tag ist und was das für Tag oder Nacht haben. Ja. Also, Macht's gut. Wahnsinn. Bis dann. Tschüss. Tschüss.